Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft: Geld und Glück. Ist Geld wirklich der Schlüssel zum Glück? Oder gibt es wichtigere Dinge im Leben? Lasst uns das gemeinsam herausfinden. Geld ist notwendig, aber nicht alles. Geld ist ohne Zweifel wichtig. Es gibt uns Sicherheit, ermöglicht uns ein angenehmes Leben und kann viele Probleme lösen. Wer genug Geld hat, kann sich eine gute medizinische Versorgung leisten, reisen und schöne Dinge kaufen. Doch kann Geld allein wirklich glücklich machen? Untersuchungen zeigen, dass Geld bis zu einem bestimmten Punkt das Wohlbefinden erhöht. Sobald die Grundbedürfnisse gedeckt sind, hat mehr Geld jedoch oft keinen großen Einfluss auf das Glück. Reiche Menschen sind nicht automatisch glücklicher als andere. Woran liegt das? Warum macht Geld nicht dauerhaft glücklich? Eines der größten Probleme ist die sogenannte hedonistische Anpassung. Wenn wir etwas Neues kaufen oder mehr verdienen, fühlen wir uns kurzfristig glücklich. Doch nach einer Weile gewöhnen wir uns daran und das Glücksgefühl verschwindet. Ein weiteres Problem ist, dass Geld oft mit Stress verbunden ist. Wer viel Geld hat, macht sich oft Sorgen, es zu verlieren. Erfolgreiche Menschen haben oft einen hohen Leistungsdruck und wenig Freizeit. Sie sind gefangen in einem Kreislauf des Strebens nach mehr. Mehr Reichtum, mehr Luxus, mehr Erfolg, doch irgendwann stellt sich die Frage, wann ist genug? Außerdem kann Geld Beziehungen beeinflussen. Menschen, die plötzlich reich werden, erleben oft Neid oder falsche Freunde. Wer nur wegen seines Geldes geliebt wird, wird sich nie wirklich sicher fühlen. Wahres Glück kommt aus echten, tiefen Verbindungen zu anderen Menschen. Was macht uns wirklich glücklich? Glück ist oft in den einfachen Dingen zu finden: Liebe, Freundschaften, Gesundheit und sinnvolle Erfahrungen. Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen, gibt uns oft mehr Freude als das teuerste Auto. Auch Dankbarkeit spielt eine große Rolle. Wer schätzt, was er hat, ist nachweislich glücklicher. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Selbstverwirklichung. Menschen, die einer Arbeit nachgehen, die sie lieben, sind oft zufriedener als jene, die nur des Geldes wegen arbeiten. Geld kann Komfort bieten, aber wahres Glück kommt oft aus innerer Erfüllung. Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass Menschen, die sich auf Erfahrungen statt auf materielle Güter konzentrieren, nachhaltigeres Glück empfinden. Eine Reise, ein Konzertbesuch oder eine gemeinsame Aktivität mit Freunden schafft Erinnerungen, die bleiben. Ein teures Auto hingegen verliert nach wenigen Jahren seinen Wert sowohl materiell als auch emotional. Wie kann man Geld sinnvoll nutzen, um glücklicher zu sein? Das bedeutet nicht, dass Geld unwichtig ist. Es kann sehr wohl zum Glück beitragen, wenn man es sinnvoll nutzt. Zum Beispiel, Geld in Erfahrungen statt in Dinge investieren. Reisen, Konzerte oder gemeinsame Unternehmungen bringen oft nachhaltigeres Glück als materielle Güter. Geld nutzen, um anderen zu helfen. Studien zeigen, dass Menschen glücklicher sind, wenn sie etwas für andere tun, finanzielle Freiheit anstreben. Weniger Schulden und finanzielle Sorgen können das Leben entspannter machen. Bewusst konsumieren. Nicht jedes Produkt, das teuer ist, bringt wirklich mehr Lebensqualität. Die eigene Zeit wertschätzen. Mehr Geld kann oft bedeuten, weniger Zeit zu haben. Ein ausgewogenes Leben ist entscheidend. Vergleich: Wie denken reiche und arme Menschen über Glück,
reiche Menschen verbinden Glück oft mit finanzieller Freiheit. Sie glauben, dass Geld ihnen Sicherheit gibt und es ihnen ermöglicht, ein unabhängiges Leben zu führen. Viele von ihnen investieren in ihre Zukunft, sei es durch Bildung, Immobilien oder eigene Unternehmen. Sie sehen Geld als Werkzeug, um ihre Träume zu verwirklichen und ihren Lebensstandard zu erhöhen. Erfolg im Beruf spielt für sie eine wichtige Rolle, weil sie ihre Identität stark mit ihren Leistungen verknüpfen. Wohlhabende Menschen genießen oft materielle Dinge, aber viele erkennen mit der Zeit, dass Statussymbole allein nicht dauerhaft glücklich machen. Deshalb setzen sie zunehmend auf Erlebnisse, Reisen und persönliches Wachstum. Einige engagieren sich in wohltätigen Projekten, weil sie spüren, dass Geben genauso erfüllend sein kann wie Nehmen. Sie versuchen, ein Gleichgewicht zwischen harter Arbeit und Freizeit zu finden, doch viele stehen unter ständigem Druck, noch mehr zu erreichen. Menschen mit wenig Geld setzen Glück oft mit Beziehungen, Gemeinschaft und einfachen Freuden gleich. Sie schätzen Zeit mit Familie und Freunden, weil sie wissen, dass soziale Bindungen ihnen Kraft geben. Anstatt nach mehr Wohlstand zu streben, konzentrieren sie sich darauf, das Beste aus ihrer aktuellen Situation zu machen. Dankbarkeit spielt eine große Rolle in ihrem Leben, da sie gelernt haben, auch kleine Dinge zu schätzen. Viele Menschen ohne großes Vermögen finden Freude in alltäglichen Momenten, ein Spaziergang im Park, ein gutes Gespräch oder eine gemeinsame Mahlzeit mit geliebten Menschen. Sie haben oft einen starken Sinn für Zusammenhalt und helfen sich gegenseitig in schwierigen Zeiten. Da finanzieller Reichtum für sie nicht selbstverständlich ist, entwickeln sie kreative Wege, um mit wenigen Mitteln glücklich zu sein. Obwohl reiche und arme Menschen das Glück unterschiedlich definieren, gibt es Gemeinsamkeiten. Beide Gruppen suchen nach Sinn, Anerkennung und erfüllenden Beziehungen. Am Ende ist Glück weniger eine Frage des Bankkontos als der inneren Haltung und der Art und Weise, wie man sein Leben gestaltet. Die Geschichte von David und Louis, 2 Wege zum Glück. David war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hatte hart gearbeitet, um sich seinen Reichtum aufzubauen. Von früh bis spät war er im Büro, reiste zu Meetings, schloss große Deals ab und verdiente Millionen. Sein Leben war luxuriös, eine Villa am Meer, teure Autos, Designerkleidung. Doch trotz all seines Erfolgs hatte David oft das Gefühl, dass ihm etwas fehlte. Louis hingegen war ein einfacher Fischer, der in einem kleinen Dorf lebte. Sein Leben war bescheiden, sein Haus klein, sein Einkommen gerade genug, um über die Runden zu kommen. Doch er wirkte immer zufrieden. Er lachte viel, verbrachte Zeit mit seiner Familie und genoss die Natur. Für ihn war jeder Tag ein Geschenk, das er dankbar annahm. Eines Tages trafen sich David und Louis zufällig in einem kleinen Café an der Küste. David, der eine Pause von seinem stressigen Alltag suchte, beobachtete Louis, der entspannt seinen Kaffee trank und mit den Menschen um ihn herum plauderte. Schließlich fragte er Louis: „Du scheinst immer so glücklich zu sein. Aber du hast doch kaum Geld. Wie machst du das?" Louis lächelte und sagte: „Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe eine Familie, gute Freunde, einen Beruf, der mir Freude macht, und Zeit, das Leben zu genießen." David runzelte die Stirn. „Aber wenn du mehr Geld hättest, könntest du ein größeres Haus kaufen, schnelleres Internet haben, reisen." Louis lachte. „Warum sollte ich? Mein kleines Haus ist gemütlich, meine Familie ist bei mir, und das Meer gibt mir alles, was ich brauche. Warum sollte ich mir den Stress antun, mehr zu haben, wenn ich schon genug habe?" David dachte einen Moment nach.
Ich arbeite hart, um mir Luxus leisten zu können. Ich kann in die besten Hotels reisen, in den teuersten Restaurants essen, und doch fühle ich mich oft müde und leer. Louis nickte verständnisvoll. Glück kommt nicht von dem, was du besitzt, sondern von dem, was du fühlst. Wenn du immer nach mehr strebst, wirst du nie ankommen. Wenn du lernst, das Jetzt zu genießen, bist du schon angekommen. David war sprachlos. Noch nie hatte jemand ihm das Glück so einfach erklärt. Er erkannte, dass er sein ganzes Leben damit verbracht hatte, mehr zu erreichen, aber nie wirklich den Moment genossen hatte. An diesem Tag beschloss David, etwas zu ändern. Er reduzierte seine Arbeitszeit, nahm sich mehr Zeit für Familie und Freunde und begann, kleine Dinge zu schätzen. Es dauerte eine Weile, bis er sich von seinem alten Denken löste, doch mit jedem Tag fühlte er sich leichter und glücklicher. Am Ende erkannte David, dass wahres Glück nicht von Reichtum abhängt, sondern von der Fähigkeit, das Leben bewusst zu leben. Und so wurde aus einem reichen, aber unzufriedenen Mann ein Mensch, der endlich wirklich glücklich war. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Glück ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern der Perspektive. Die Art, wie wir die Welt sehen, bestimmt, wie wir uns fühlen. Manche Menschen jagen ihr ganzes Leben lang materiellen Reichtum, nur um am Ende festzustellen, dass wahres Glück in den kleinen Momenten liegt. Andere wiederum finden Erfüllung in den Dingen, die nicht mit Geld zu kaufen sind: Familie, Freundschaft, Gesundheit und innere Zufriedenheit. Vielleicht lohnt es sich, innezuhalten und sich zu fragen, was macht mich wirklich glücklich? Ist es das nächste große Ziel, das ich erreichen will? Oder sind es die Momente, die ich mit meinen Liebsten verbringe? Vielleicht liegt das wahre Glück gar nicht in der Zukunft, sondern genau hier und jetzt. Denkt darüber nach und vor allem, genießt das Leben. Bis zum nächsten Mal.